Heute vor einem Monat hat die Hell Hades Free-to-Play Challenge 2025 angefangen. Wir sind an Tag 30. Ich habe Splitter gespart. Es ist ja auch Wochenende und wir haben eine Zweifachchance auf leere Splitter. Kommt etwas Großartiges dabei raus? Ich bin gespannt. Doch vorher werfen wir einen Blick darauf, welche Bonuspunkte ich am Ende des ersten Monats gesammelt habe, wo ich in den Leaderboards stehe und was mein Account nach 30 Tagen alles geschafft hat. Ich bin Bone. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends, rund um die Hell Hades Free-to-Play Challenge 2025 und mein Account ist jetzt an Tag 30. Wir hatten ja gestern auch ein kurzes Update-Video zu dem Duo, das mich durch den gesamten Account auch durchträgt, Alice und Ugo. Und auch dazu kann ich noch ein paar mehr Worte verlieren und vor allem werden wir heute in dem Video zwei Aspekte ansprechen. Das eine ist, wie gehe ich mit diesen Champions und auch mit anderen Champions in die Dungeons? Wie weit bin ich in den Dungeons gekommen jetzt im ersten Monat? Und dann werden wir natürlich Splitter aufmachen. Wenn wir einen kurzen Blick reinwerfen, wir haben einige Splitter angesammelt. Wir machen garantiert die 6 leeren Splitter auf. Ob wir noch mehr aufmachen, hängt sehr, sehr stark von meiner Champion-Jagd ab, weil ich gehe ja noch auf das Relikt Katzenauge. Und dafür brauche ich noch zumindest die 50 Punkte aus der Champion-Jagd. Die wollen wir uns auf jeden Fall holen und soweit machen wir Punkte auf. Wenn wir einen Blick werfen, wir sind an Tag 30, wir haben High Cartoon eingesammelt, was auch ein perfektes Timing natürlich für die Champion-Jagd ist. Das sind nochmal 250 Punkte, damit bin ich auch schon bei über 500 Punkten und das macht natürlich den Sprung zum Katzenauge tatsächlich sehr klein und wahrscheinlich muss ich noch nicht mal alle lila Splitter öffnen, aber eine Zweifachchance auf lila Splitter, die will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass wir die anderen Splitter erstmal noch nicht anfassen, denn natürlich startet nächstes Wochenende wieder ein Beschwörungsrausch. Nach dem Splitter-Event ist vor dem Splitter-Event und gerade heilige Splitter, Elementarsplitter lohnen sich auch viel mehr bei einem Beschwörungsrausch als bei einer Championjagd. Ja, auch leeren Splitter lohnen sich mehr bei einem Beschwörungsrausch, außer es ist gerade Zweifach-Event wie gerade. Also die beste Gelegenheit, lila Splitter aufzumachen, gerade für junge Accounts, diese Zweifachchance. Ich sammle hier noch meine tägliche Belohnung ein, damit habe ich extra auf das Video gewartet, denn das ist nicht einfach so eine Belohnung. Klar, ich freue mich über die Energie, ich freue mich über die Juwelen, aber ihr seht, hier links ploppen auch schon die roten Punkte auf. Wir haben die Wochenbelohnung abgeschlossen, sammeln hier noch einen blauen Splitter ein und vor allem haben wir die Monatsbelohnung abgeschlossen, sammeln noch einen lila Splitter ein, haben damit 7 und natürlich den Heiligen. Damit sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet, was das Beschwörungsevent angeht. Dieses Video wird auch Zeitstempel und Kapitel haben. Das heißt, wenn ihr Interesse an den Puls habt, dann springt gerne nach hinten. Denn meiner Meinung nach ist es wichtig, den Account auch zu kennen, zu wissen, wo der Account steht, um, wenn wir dann in die Splitterpuls auch gehen, eher zu verstehen, ob man sich freuen kann, warum man sich freuen kann, warum man sich vielleicht auch über einen guten Champion auch weniger freut, weil dieser Champion für einen Account auch gar nichts bringt. Und das ist auch nochmal vielleicht eine Antwort ganz oft auf die Frage, ist der Champion gut? Kann ich mit diesem Champion was machen? Das ist immer individuell spezifisch. Manche Champions sind objektiv natürlich super, aber der eigene Account ist mit dem, was der Champion kann, schon extrem gut ausgestattet. Ein Beispiel, zum Beispiel den Blocke Buff, Debuff zu vergeben. Wenn ich davon schon genug habe, dann mag da noch ein guter Champion kommen, der das auch kann, aber der ist für mich und für meinen Account zum Beispiel dann weniger interessant. Und genau deswegen schauen wir uns zuerst den Account an. Ich zeige euch, wo ich stehe, vor allem was ich in 30 Tagen alles erreicht habe, was die Leaderboards auch hergeben, wo ich diese Bonuspunkte einsammeln konnte und wie wir in der aktuellen Challenge dastehen. Und dann geht es natürlich in die Splitterpuls. Es juckt mich schon in den Fingern. Ich bin natürlich absolut heiß, die Splitter aufzumachen. Ich freue mich da schon wie Bolle drauf. Aber erst erzähle ich noch ein bisschen darüber, wie es dem Account geht und wo der Account steht. Schauen wir mal zuerst in die Challenge. Dafür öffne ich mal ganz kurz die Challenge und ihr seht, es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Augenblick an der Spitze zwischen Bront und mir.
Bront war gestern kurz auf Platz 1. Ich habe dann ein bisschen gespielt, dann bin ich auf Platz 1 gewesen. Jetzt heute Morgen, am Samstagmorgen, hat er mich wieder überholt und führt mit knapp 100 Punkten, 98 Punkte ist er vorne dran, aber 98 Punkte ist so gut wie gar nichts. Dann kommt natürlich Dante mit knapp 6000 als Verfolger und danach wird der Abstand zu den weiteren Plätzen schon ein wenig größer, wobei das sind wirklich ausgezeichnete Spieler. Snackbox, wenn ihr ihn nicht kennt, schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Super sympathischer Typ, ist ja auch ein Deutscher, macht allerdings Videos auf Englisch, aber wirklich phänomenal, hat auch eine Sechser-Seele für seine Fame gezogen, also bombt gerade den Clan-Boss unglaublich weg. Ich meine, Nubraids und Hell Hades, da muss ich euch nichts sagen, die kennt ihr wahrscheinlich schon deutlich länger als mich. Mit meine Lieblings-Content-Creator, auch gerade die englischsprachigen, und auch die tummeln sich hier ganz weit oben und haben ganz viele Updates-Videos auch dazu, was sie bei dem Account geschafft haben. Ich fand es auch lustig beim vorletzten Update-Video, hat Nap relativ viel natürlich auch über mich und auch über die Teams gesprochen, die ich eingesetzt habe, weil ich in diesen Leaderboards relativ weit oben bin. Und wer weiß, vielleicht komme ich sogar noch eher mal an die Gelegenheit, mit den zwei zu sprechen. Das würde mich total freuen, weil ich natürlich sowohl Simon als auch Nap, ich weiß gar nicht, wie Nap in echt heißt, einfach super sympathisch finde. Also da einfach mal mit denen etwas zusammen machen, fände ich einfach phänomenal. Schalten wir mal das Gesamtleaderboard aus und werfen mal einen Blick auf die Einzelleaderboards. Ja, wir sehen, Tracks on Sundays hat als erstes jetzt den 67er. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt noch Meilen davon entfernt. Ich habe mich jetzt gar nicht mehr um Food gekümmert. Es war ja auch kein Champion-Training mehr. Das heißt, bis ich zu meinem 7. komme, da werden schon noch ein paar Schritte passieren. Was ich mit meiner Energie aktuell mache, da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein. Hier bei der großen Halle bin ich jetzt bei 33, zusammen mit Gamified Strategy. Das war für die Aufgabe wichtig, da habe ich ja ganz lange Marken gesammelt und gestern Abend endlich die 700 Marken zusammen gehabt, um bei den Aufgaben weiterzukommen. Hier bei Faction Wars Progression stehe ich im Augenblick auf Platz 5 mit 239. Da kommt immer mal ein Pünktchen dazu. Aber durch die Strategie, ganz viele meiner Champions am Anfang als Futter benutzt zu haben, ist es natürlich so, dass ich dann immer wieder einfach keine Champions so an einer Fraktion habe, um mir diese 3 Sterne zu holen. Also hier steckt noch eine Menge Potenzial bei mir drin. Ganz wichtig für mich ist natürlich, wo stehe ich im Vergleich zu Blond Cathurter, und er hat hier auch noch 16 Sterne hinter mir. Das heißt, eigentlich ist er 32 Sterne vor mir in der Gesamtwertung. Es gibt ja 2 Punkte pro Stern, die man in Faction Wars macht. Classic Arena, auch Bront hat sich inzwischen in Gold 5 hochgespielt. Also wir haben hier einige Fünfer mit drin. Tag Team Arena, die meisten sind in Bronze 2, genauso wie ich. Den schnellsten Champion habe im Augenblick auch noch ich, aber ich vermute, das liegt hauptsächlich daran, weil jeder Silber-Probleme hat. Denn klar, am Anfang des Spiels hat man mal 7 Millionen geschenkt bekommen und das ist auch ein richtig guter Start. Aber jetzt, man bekommt tolle Items, man hat aber einfach nicht genug Silber, um die tollen Items hochzuleveln, und das Ausziehen kostet zu viel. Also ich kann es mir gerade gar nicht leisten, die teilweise Mega-Items, die ich habe, zu nehmen, weil ich kann ja kein komplettes Bild umbauen. Und wenn ich ein Item austausche, dann hat das normalerweise auch Auswirkungen auf das gesamte Bild, weil ich dann eben von der Crit-Quote von 100% vielleicht auf 93% runtergehe, weil dieses Item eben weniger Crit-Quote hat. Das heißt, ich brauche woanders ein Item, was mir wieder mehr Crit-Quote gibt. Und deswegen ist es einfach nicht auf die Schnelle einfach getan, zu sagen, wow, ich habe einen tollen neuen Schuh bekommen, der ist super, ich nehme den und ziehe ihn an, weil man das Gesamtbild dann einfach auseinander nimmt. Und wir freuen uns schon ziemlich alle darauf, dass in ungefähr vielleicht 1,5 Wochen es wieder Zeit wird für die kostenlose Artefaktentfernung. Da werde ich wahrscheinlich auch alle meine Champions komplett nackt machen, ausziehen und von Grund auf neu bauen. Da nehme ich euch mit. Das können wir entweder im Stream machen oder ich mache da auch ein Video dazu. Ich glaube, das ist auch immer ganz spannend, wie man so einen Account von null auch mit aufsetzt. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten natürlich, wenn ihr neu bei mir auf dem Kanal seid, herzlich willkommen, nochmal ein Bonus willkommen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, dann lasst doch auch euer Abo da. Und für alle natürlich, wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich über ein Like. Denn bei mir bekommt ihr regelmäßig neue Videos zu Raid. Und dabei ist mir am wichtigsten, dass ihr einfach eine Menge Spaß zusammen mit mir habt, wie ich Raid spiele. Denn das ist ja unser gemeinsames Hobby. Die Nightmare-Kampagne haben inzwischen 4 abgeschlossen.
hier im Doom Tower und das ist ein Riesenvorsprung. Also, ich bin jetzt hier gerade bei 117, weil auf 118 ein bisschen Energie da war. Das wollte ich gestern Abend nicht mehr machen. Die Energie wollte ich mir für heute aufheben. Aber tatsächlich habe ich auf 119 damit hochgespielt, weil mein Wellenteam funktioniert. Das geht auch sauber durch die Wellen durch, ohne dass ich ein großes Problem habe. Und es stellt sich nur noch die Frage, ob ich auch die 120 knacken kann. Warum ist das so wichtig, dass ich hier bis 120 komme, beziehungsweise vielleicht sogar bei Hard die ersten Stufen auch erreiche? Wenn man sich überlegt, wie es Punkte bei der Challenge gibt, dann bekommt man ja für alles, was man erreicht hat, Punkte. Völlig unabhängig, ob ich es an Tag 1 erreiche oder ob ich es an Tag 90 erreiche. Es gibt ein paar Momente im Spiel, bei denen ich Punkte bekommen kann, die ich danach nie mehr bekommen kann. Zum Beispiel eben diese Bonuspunkte nach Monat 1, die Bonuspunkte nach Monat 2, die Endpunkte. Aber gerade auch beim Doom Tower, wenn diese Rotation 2 vorbei ist, habe ich keinerlei Gelegenheit mehr, Punkte in der Rotation 2 zu sammeln. Deswegen möchte ich hier natürlich das Maximum an Punkten auch rausholen. Dazu gehören auch noch die Secret Rooms. Auch hier habe ich noch großes Potenzial, ein paar zusätzliche Punkte zu holen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich es auch geschafft habe, die Todesspinne zu besiegen. Lustigerweise, das habe ich gestern Abend dann noch gemacht, war die Todesspinne 110 gar nicht mehr so schwierig wie damals, als ich die Todesspinne 70 angegangen bin. Da sieht man, dass der Account mit den Champions, mit den Builds, mit den Level 60ern sich doch deutlich weiterentwickelt hat, dass das weniger ein Problem war, die 110 zu knacken. Also die 120 gehen wir morgen an. Schauen wir mal, ob wir den Drachen besiegen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, denn Alice, ihr wisst, ist einfach eine Bombe und sie hat bei dem Drachen ja sogar noch eine zusätzliche Fähigkeit, die Abklingzeiten runterzusetzen. Und das ist bei dem letzten Drachen, bei dem Boss hier im Doom Tower extrem hilfreich. Beim Demon Lord, Hydra und so weiter, da bin ich auch ganz gut unterwegs, aber ich werde meine Keys erst wieder Mitte nächster Woche spielen, wenn mein Account noch weiter ist, um einfach das Maximum auch mit rauszuholen und schauen, was geht denn bei den Accounts. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Aspekt, der gestern Abend 9 Uhr deutsche Zeit wichtig war. Wie viel Punkte, wie viele Bonuspunkte bekomme ich nach Monat 1? Das waren ja die 4 klassischen Dungeons, Sandteufel, Shogun und die Iron Twins. Und wenn ihr mein Video von gestern schon gesehen habt, da hatte ich ja den Ist-Stand angegeben. Danach, nach dem Video, bin ich in die Dungeons gegangen und habe versucht hochzuspielen. Also wir werden uns auch die Dungeons im Detail nochmal anschauen, mit welchen Teams ich reingegangen bin. Ich werde euch auch ein paar Hintergründe, Kniffe und Tricks auch verraten, wie ich es an der einen oder anderen Stelle geschafft habe, diese Stufe vielleicht doch noch zu schaffen, obwohl es eigentlich schon super schwierig war. Hier, ihr seht, beim Drachen 24 hatte ich mir vorgenommen, weil 24 einfach eine gute Affinität war. Ich habe tatsächlich sogar die 25 geschafft. 9 Minuten 23. Das war ein ganz harter manueller Kampf, den ich da geführt habe. Die 24 ist noch auf Auto gelaufen. Das ging relativ schnell. Aber die 25 hat ja Kraftaffinität und alle meine Champions sind irgendwie Magie. Das heißt, ich habe sehr genau spielen müssen, wo setze ich wann den Heartseeker ein. Aber da sprechen wir drüber, wenn wir uns den Drachen anschauen. Also 9 Minuten 23. Wichtig ist immer, habe ich es auf Platz 1 geschafft oder bin ich in den Top 10? Denn das gibt die Bonuspunkte im Vergleich zu allen anderen in der Challenge. Beim Eisgolem habe ich auch manuell dann tatsächlich Level 20 geschafft. Also ich habe mich so gerade noch so in die Top 10 auch mit reingemogelt. 7 Minuten 45, auch keine gute Zeit. Auf der 20 auch noch kein Autoteam, also das funktioniert noch nicht und damit bin ich noch nicht ready für die letzten Arbiteraufgaben. Hier beim Drachen 25 habe ich ja geschafft, die 20 ist jetzt im Farm und damit habe ich einen riesengroßen persönlichen Erfolg erzielt, dass ich Drache 20 auf Auto in einer guten Zeit auch farmen kann. Beim Feuerritter hat mich dann keiner mehr gechallenged auf Platz 1. Nap und Bront haben beide Level 20 geschafft, aber mit einer Zeit, die einfach deutlich hinter meiner war. Damit habe ich schon mal einen ersten Platz im Petto gehabt. Und was ich mir gestern noch geholt hatte, war der erste Platz bei der Spinne. Ihr seht, Stufe 80 habe ich geschafft. Ich bin zum Glück zeitlich schneller gewesen als Matt Capper. Und das habe ich nur durch einen kleinen Trick geschafft, den wir uns dann auch noch anschauen. Bei Minotaurus bin ich länger auf 1, da habe ich eine Zeit vorgelegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das im Detail geschafft habe, aber ich könnte mir vorstellen, den Platz halte ich. Gibt aber keine Bonuspunkte, deswegen ist das alles nicht so wichtig. Wichtig sind nochmal diese 3 Dungeons gestern gewesen. Die Iron Twins, da hatten wir gestern schon im Video drüber gesprochen. Da bin ich vom Platz 1 verdrängt worden durch Lumi, der wahrscheinlich ab jetzt immer auf Platz 1 sein wird und Stufe 15 macht. Mal schauen, vielleicht kriegt man irgendwann mal ein schnelleres Team hin, aber auf jeden Fall nicht die nächsten 4 Wochen. Hier beim Sandteufel habe ich auch hochgespielt. Stufe 11 ist für mich komfortabel,
hat auch 45 Sekunden, wirklich ein sehr, sehr schönes Farmpotenzial. Und wenn ich mal für eine Tagesaufgabe, für eine fortgeschrittene Aufgabe ein bisschen was von dem Material brauche, kann ich in den Sandteufel gehen. Ansonsten werde ich den Sandteufel eher vermeiden. Der bringt mir für den Account Progress zum jetzigen Zeitpunkt so gut wie gar nichts. Klar, ab und zu, wenn ich zum Beispiel tolle Geschwindigkeitsschuhe habe, mal reingehen, versuchen, ob ich Geschwindigkeit unten drunter rollen kann. Wenn mir das mal gelingt, vielleicht seht ihr mich dann ein bisschen öfter in dem Dungeon, damit ich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeitspunkte auch mit raushole. Beim Shogun hatte ich gestern ja auch schon angekündigt, dass ich da reingehe, da auch mit hochgehe und es hat geklappt. Ich bin auf 15 mit hochgegangen, die 16 war dann wieder Kraftaffinität und das ist ja beim Shogun wird ja besonders bestraft, wenn man schwache Treffer hat. Mein Team besteht hauptsächlich aus Magie-Champions. Das heißt, sie haben schon von sich aus eine hohe Chance, schwache Treffer auch zu landen. Und deswegen ist die 16 schon extrem schwierig, die anzugehen. Die 15 hat aber einwandfrei geklappt. 30 Sekunden, also Turbozeit. Und damit bin ich hier auch auf Platz 1 abgeschlossen. Also von 7 Kategorien habe ich in 3 Kategorien den ersten Platz gemacht und in allen Kategorien war ich Top 10. Das hat natürlich eine nette Anzahl an Bonuspunkten gegeben und diese Bonuspunkte haben den Vorsprung, den Braun Cat Herder hatte, zu mir deutlich schrumpfen lassen. Eben gestern Abend sogar so weit, dass ich ihn mal ganz kurz aufholen konnte. Wo hat er Punkte gemacht, die ich auch noch aufholen kann? Hier unten im Event Dungeon. Wir sehen, er ist auf Stufe 19, ich bin auf 16. Das heißt, wir haben 17 plus 18 plus 19, 35, 54 Punkte, die er in diesem Dungeon mehr verdient hat als ich. Das Event Dungeon ist natürlich auch zeitlich limitiert und damit schauen wir jetzt mal ins Spiel zurück. Wenn ich da mal draufklicke, das Event Dungeon läuft noch 3 Wochen und 3 Tage. Also es ist noch genug Zeit. Ich muss nur dran denken, dass wenn das Event Dungeon vorbei ist, es auch keine Gelegenheit mehr gibt, Punkte zu sammeln für dieses Event. Also das Ereignis Dungeon muss ich noch auf dem Radar behalten, um noch ein paar weitere Punkte zu sammeln. Ja, wir klicken noch ein bisschen die Pop-ups weg. Dann, bevor 11 Uhr ist, muss ich auch noch ganz dringend den Clanbus-Key spielen. Das können wir eigentlich auch ganz kurz zusammen machen. Also ihr seht, ich bin im Augenblick immer so bei 15 Millionen ungefähr auf Albtraum. Das heißt, ich bekomme einen 3-Key hin. Ich bin mal gespannt. Ich habe den Albtraum Clanboss noch nie auf Seelenaffinität bekämpft. Ich lasse es jetzt mal auf Full Auto laufen, weil ich brauche ja bloß noch 8,5 Millionen ungefähr für den One-Key. Das klappt auf Full Auto auch voll und ganz. Und dabei erkläre ich euch ein wenig, was die verschiedenen Champions beim Clanboss auch machen und welche Rollen sie einnehmen. Wir sehen, der Anfang läuft schon mal extrem gut. Alice schafft es auch, den Brimstone zu landen. Und der Brimstone ist halt in der ersten Runde besonders wichtig, weil er ja immer dann triggert, wenn der Clanboss nicht die A1 macht, sondern eine spezielle Fähigkeit, also die A3, wie in dem Fall, beziehungsweise die A2. Zweimal Brimstone sind schon mal 500.000 Schaden mehr. Also Brimstone, wenn es geht, in der ersten Runde landen, dann bekommt ihr möglichst viele Punkte. Ja, wir haben ganz viele zusätzliche Schadenspunkte durch sowohl Giant Slayer Procs als auch durch den Kriegsmeister. Also hier Roella macht unglaublich viel Schaden, hauptsächlich dadurch, dass sie mit ihrem Giant Slayer und ihrem Triple-Angriff hier, ihr seht es, auch immer wieder Schaden raushaut. Was bringt sie mir zusätzlich? Sie bringt mir noch den Schwächen-Debuff, der wiederum den Schaden von allen auch steigert. Minus-Geschwindigkeit sitzt nicht, es ist eine zusätzliche Möglichkeit für den Minus-Defense. Und sie stellt tatsächlich, wir sehen es am Ende dann auch bei den Zahlen, die mit rauskommen, Kael schon in den Schatten. Kael macht natürlich mit der A3 auch immer große Gifte, mit der A1 macht er auch kleine Gifte, aber ansonsten gibt es einfach einen Kriegsmeister, der immer mal wieder triggert, aber Kael ist das Schwächste hier im Team. Ugo selbst bringt die Heilung mit, wobei ich die auch relativ selten brauche, aber ganz wichtig das Entziehen. Ugo ist so einer der Champions, die genau wie Kael nicht langfristig im Clanboss-Team bleiben. Stand jetzt müssen da natürlich Stufe 60 Champions drin sein und es müssen Stufe 60 Champions mit Kriegsmeister oder auch mit Giant Slayer auch mit drin sein. Riesenbezwinger heißt das auf Deutsch, genau. Also damit ich eigentlich das Letzte mit vom Schaden dann auch mit rausholen kann aus dem Clanboss, ist es sehr wichtig und es macht auch einen riesengroßen Unterschied aus. Alice macht einfach viel Schaden, wenn wir hier mal drauf schauen, also dreimal knapp 50.000 plus noch einmal den Kriegsmeister mit drauf. Das heißt über 200.000 Schaden, also puren Schaden, der nicht irgendwie durch Gift oder so kommt. Also die pfeffert schon ganz schön rein. Und wenn ich das Katzenauge habe, gehe ich davon aus, dass sie noch mehr Schaden macht.
Beim Clanboss ist der Unterschied vom Katzenauge gar nicht so groß, denn der Clanboss hat nicht so viel Defense. Man spürt es besonders dann bei der Hydra und bei der Chimäre, weil das 2 Bosse sind, die sehr, sehr viel Defense mitbringen. Wenn man also einen Prozentanteil der Defense ignoriert, dann macht das deutlich mehr Schaden. Wir sehen, Ruella ist in dem Bunde auch die anfälligste. Die hat relativ wenig Defense, wird auch als erstes umfallen, weil was mir in diesem Team fehlt, ist Minus Angriff. Und deswegen wird auch AUX mein nächster 60er, den ich bauen werde. Denn AUX verlängert die Dauer der Debuffs, die auf dem Clanboss sind, durch die Passive. AUX liefert zusätzlich ein bisschen Gift auf der A1, aber Minus Attack. Und Minus Attack ist ganz wichtig für den ersten und den zweiten Angriff, also die A3 und die A2 vom Clanboss. Übrigens zu dem Clanboss, aber auch zu allen klassischen Dungeons, die wir gleich durchgehen, gibt es bei mir auf dem Kanal eine eigene Playliste mit Grundlagenvideos. Wenn ihr also wirklich im Detail verstehen wollt, was die Bosse tun, wie ihr eure Teams aufsetzen müsst, welche Skills, welche Debuffs, welche Buffs ihr braucht, um dann auch diesen Champion zu bezwingen, dann könnt ihr das machen. Gestern Abend im Stream zum Beispiel eine Nachricht, die mich total gefreut hat. Es kam jemand mit rein, einer von euch kam mit rein und die Frage war, boah, wie besiege ich die Todesspinne? Ich hänge an der Todesspinne 110. Ich habe ihn auf das Video verwiesen, dann auch das Todesspinnen-Grundlagenvideo. Er kam dann nach einer Zeit wieder zurück und hat gesagt, ich habe das Video gesehen, ich bin jetzt plötzlich in die Todesspinne mit epischen Champions reingegangen. Ich habe die Todesspinne besiegt und war super happy. Und genau deswegen mache ich ja die Videos. Auf der einen Seite möchte ich euch auf Stand halten, deswegen auch immer die News. Auf der anderen Seite möchte ich euch erklären, wie das Spiel funktioniert, deswegen die Grundlagen. Und dann möchte ich euch auch unterhalten, deswegen auch die Hades Free-to-Play Challenge. Die ist natürlich eine Challenge für mich, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch ganz spannend ist, einen Blick drauf zu werfen, was man, wenn man wirklich Zeit auch rein investiert, wenn man weiß, was man auch tut, erreichen kann, ohne dass es Hexenwerk ist, ohne dass es Betrug ist, ohne dass es das Zücken der Kreditkarte ist. Was kann man hinbekommen, wenn man an bestimmten Stellen bestimmte Entscheidungen trifft? Wir haben einen neuen Rekord auf dem Albtraum-Clan-Boss, 17,66 Millionen. Es sind nur 15 Minuten. Ich befürchte, die 30% von dem Albtraum-Clan-Boss bekommen wir nicht mehr hin. 200 Millionen fehlen noch. Sobald wir diesen Albtraum-Clan-Boss täglich legen, werde ich natürlich die Priorität shiften. Stand jetzt versuche ich normal brutal zu legen und dann, je nachdem, wie ich mit den Keys am Tag unterwegs bin, schaffe ich 4 Keys, schaffe ich 3 Keys, mache ich dann vielleicht noch den Schwer dazu. Ansonsten gehe ich eben auf Albtraum und am nächsten Tag gibt es dafür einen Key weniger und am zweiten Tag mache ich dann brutal und schwer. Wird sich ändern, sobald wir Albtraum legen, denn das ist ein Riesenfortschritt. Ich kann hier viel besseres Material auch bekommen. Ich kann auch endlich heilige Splitter bekommen. Klar, wenn ich mir die Brutalbelohnungen anschaue, das sind nette Dinge dabei, aber keine heiligen Splitter und auch keine legendären Bücher. Das kann alles hier bei der letzten Kiste beim Albtraum-Boss auch mit rauskommen. Und irgendeiner der Creator hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern tatsächlich das Glück, aus dieser Kiste ein legendäres Buch und einen heiligen Splitter gezogen zu haben. Ja, jetzt habt ihr mich auch direkt mal bei einem Clanbus-Team auch begleitet. Ich habe da noch ein bisschen drüber geschnackt. Das Video ist natürlich wieder länger, aber dafür gibt es ja auch Kapitelmarken und ihr begleitet mich jetzt am besten noch mit in die Dungeons, wenn ich euch zeige, mit welchen Teams ich diese Dungeons dann auch angegangen bin. Ich glaube, die Energie stecke ich da jetzt auch rein, dass ich einen Teil dieser Dungeons euch auch im Run auch zeigen kann. Und zwar, wenn wir uns Abschnitt 15 anschauen, hat natürlich den enormen Charme, dass wir eine Seelenaffinität haben. Und wenn ich reingehe, der Kern eines jeden meiner Teams ist Ugo und Alice. Da hatte ich gestern im Video einen starken Fokus drauf gelegt. Was natürlich bei mir noch dazu kommt, ist der Apotheker. Hauptsächlich durch die Rolle Speed geben und auch Rundenmeter zu geben. Angenommen, ihr habt keinen Speedgeber, ihr habt keinen Rundenmeter, wobei an Tag 30 bekommt ihr eine High Cartoon, die kann diesen Slot auch ausfüllen. Dann ist eine Alternative, die ihr nehmen könnt, irgendein Champion, der ein bisschen Kontrolle mitbringt. Also für den Fall, dass ihr das Glück hattet, zum Beispiel schon einen Amans zu bekommen, falls ihr das Glück hattet, euch eine Lady Noelle zu erspielen oder einen anderen Pull habt, der zum Beispiel auch selten ist. Es kann vielleicht auch ein Bellower sein, der in einem Stun-Set ist oder ein anderer Champion, der in irgendeiner Art und Weise die Wellen kontrollieren kann, durch Betäuben, durch Furcht, durch Einfrieren. Dann könnt ihr bei den meisten Wellen den gleichen Erfolg erzielen, den ich jetzt hier bei mir einfach anders erreiche. Ich erreiche die Geschwindigkeit und komme damit auch einfach häufiger dran.
Bei den Bossen ist das mit dem Kontrollieren natürlich so eine Sache, das funktioniert nicht. Bei den Bossen hat man natürlich einen riesengroßen Vorteil, wenn man schnell ist. Geschwindigkeit ist nicht nur im PvP King, Geschwindigkeit ist auch bei den Dungeons King. Umso öfter ihr drankommt, umso leichter tut ihr euch, den Boss zu besiegen. Ihr könnt einfach mehr Schaden machen, mehr Effekte auf den Boss jagen, bevor der Boss seine Fiesigkeiten ausbreiten kann. Was hilft mir persönlich in meinem Account jetzt natürlich auch noch ganz klar? Eine Ruella liefert mir zusätzlich Minus-Speed. Also ihr werdet es sehen, eine Ruella ist inzwischen ein fixer Bestandteil in so ziemlich jedem meiner Teams geworden. Sie nimmt immer ein bisschen eine andere Rolle ein. Also in der Arena kommt manchmal dann doch dieser Speed-Boost zum Tragen. Von den Werten ganz kurz: 226 Geschwindigkeit ist eigentlich mit das Wichtigste, ausreichend Genauigkeit. Der Rest ist tatsächlich eher nebensächlich. Sie ist gar nicht auf Damage gebaut, sondern versucht nur ein bisschen zu überleben. Wichtig, diese A2, sie kann mit einem Skill die 3 wichtigsten Debuffs setzen, die man auf 'nem Boss normalerweise haben will. Also Defense-Verringerer, Schwächung, die sorgen dafür, dass man deutlich mehr Schaden macht, und viele Bosse sind ja auch durch Minusgeschwindigkeit betroffen. Das geht nicht bei jedem Boss, aber gerade bei einigen, wie hier dem Shogun, profitiert man natürlich deutlich mehr, wenn man diese Geschwindigkeitstaktik fährt. Und wenn ihr einen Stag Knight zum Beispiel auch als Starter-Champion hattet oder einen Stag Knight gezogen habt, auch das macht einen Stag Knight so stark, dass er Minusgeschwindigkeit auf der A1 hat. Hier zusätzlich noch ein bisschen Rundenmeterkontrolle auf der A1, also wenn gebuckt sogar eine 100% Chance, 15% des Zugmeters zu füllen. Ich meine, ich muss dazu einen kritischen Treffer machen, und bei der nächsten Gelegenheit muss ich sie umbauen, weil sie hat nur 92, also das kann auch mal nicht funktionieren. Sie muss natürlich 100% haben im Idealfall. Da warte ich auf das nächste Regearing, das hoffentlich ganz bald ansteht. Deswegen Ruella neben Apotheker, Ugo und Alice auch eine wichtige Komponente bei mir auf dem Account, und natürlich kommt noch die Königin des seltenen Champions dazu. Die gute Cold Heart kommt dazu. In manchen Dungeons hilft mir auch ihr Heilungsverringerer sehr. Das ist beim Feuerritter, das ist zum Beispiel auch beim Seelentrank-Dungeon der Fall. Aber natürlich ist es ausgezeichnet durch ihre A3, durch den Herzsucher. Zum einen macht dieser Skill einfach viel Schaden, weil er auf Gegner Max LP basiert. Er braucht auch nur 70% Crit-Chance, deswegen habe ich sie auch auf genau 70% gebaut und danach mit Crit-Damage. Aber was das bringt, es leert das Zugmeter um 100%. Und damit hat man auch wiederum bei vielen Bossen einen enormen Vorteil. Hier beim Shogun nutzt es mit dem Zugmeter nichts, aber sie wird eine Menge Schaden machen. Deswegen gehen wir mal rein. Ich zeige euch, wie das ganz kurz ausschaut. Wir boosten uns die Geschwindigkeit, wir setzen die Debuffs mit Minusgeschwindigkeit, wir machen ein bisschen Schaden. Beim Shogun bekommt der Champion, der am meisten Crit-Damage hat, das ist bei mir natürlich Alice, diesen Enfeeble-Debuff. Das heißt, sie kann nur noch schwach treffen. Und wenn man schwach trifft, dann geht dieser Counter hier oben auch hoch. Das ist natürlich ein extremer Nachteil. Auf der anderen Seite, wenn man eine hohe Erweckung, eine hohe Seele drauf hat, dann ändert sich das und man kann diesen Counter auch wieder reduzieren. Also eine Seele ist enorm wichtig bei diesem Boss, und wenn man eine hohe Seele drauf hat, kann man auch das mit dem Enfeebler ein bisschen ausgleichen. Ugo macht einen kleinen Cleanse, das kann Glück bedeuten, kann Pech bedeuten, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Wenn die Enfeebles weggehen, dann läuft es extrem gut durch. Wenn die Enfeebles nicht erwischt werden, dann geht der Counter ein wenig nach oben und der Kampf dauert ein bisschen länger, aber ist nicht unsicher. 43 Sekunden, läuft gut durch. Wenn ihr euch den im Detail ansehen wollt, könnt ihr nochmal zurückspulen, Geschwindigkeit ein bisschen runterdrehen, und dann seht ihr auch, wie dieser Kampf gelaufen ist. Also mit dem Shogun bin ich jetzt super zufrieden. Den werde ich jetzt realistisch 4 Wochen lang einfach gar nicht mehr anfassen. Vielleicht, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was Plarium plant. Im Augenblick gibt es ja ganz oft Sandteufel-Turniere, bei denen man einfach Punkte für Sandteufel-Angriffszug bekommt. Was Plarium plant, ist es in Zukunft Turniere zu machen, die sowohl Sandteufel als auch Phantom-Shogun-Punkte geben. Ich bin mal gespannt, wann es soweit ist. Ein Termin steht aber noch nicht fest dazu. So, hier beim Sandteufel, wir hatten es ja schon gesehen, ich bin auf Stufe 11 mit 45 Sekunden. Das ist immer wieder eine dieser Stufen, die sich lohnt, weil erst danach sich die Energie erhöht. Und das ist immer eigentlich bei jedem Dungeon immer so ein kleiner Trick. Welche Stufen kann man besonders gut farmen? Das ist immer die letzte Stufe, bevor man so einen kleinen Energiehub auch mit angeht. Also wir bekommen immerhin ein bisschen was von dem Kleinen. Wir können auch schon mittlere Tränke bekommen. Und wenn wir uns das anschauen, wenn wir hier mal kurz reingehen, dann sehen wir, die Champions, die vor dem Sandteufel drankommen werden, vor seinem ersten Zug,
die sind so eingestellt, dass sie mit der A1 starten. Also ganz wichtig für eure Dungeons, macht euch immer ein Setup, damit ihr kontrollieren könnt, welche Skills wann an welcher Stelle kommen. Der Apotheker ist schneller, Ugo ist schneller und Ruella ist schneller. Die beginnen jeweils mit ihrer A1, damit die richtig guten Skills erst dann anfangen, wenn der Sandteufel schläft. Ich weiß, zum Sandteufel und zum Shogun gibt es noch keine Grundlagenvideos. Die kommen noch, stehen auf einer langen Liste. Aber am Anfang des Spiels müsst ihr diese Bosse eh noch gar nicht unbedingt angehen. Hier bei dem Boss, er wird, sobald dieser Counter auch unten ist, einen großen Hit starten. Dieser große Hit, der macht richtig ordentlich Schaden und sorgt aber dafür, dass er selbst einschläft. Und wenn er schläft, er wird für 2 Runden schlafen, dann kann man ihm Debuffs geben. Ansonsten kann man ihm keine Debuffs geben. Er hat auch eine sehr hohe Schadensminimierung. Man kann ihm also auch weniger Schaden machen. So richtig kann man nur auf ihn gehen, wenn er schläft. Was Champions sehr gut macht, die schlafen. Diese Strategie kann ich noch nicht fahren. Ich habe keinen guten Champion gebaut, der schlafen kann. Ich glaube, ein Moorpirsche, ne, nicht ein Moorpirsche, oder doch den Moorpirsche. Also es gibt einen Champion, auch ein Rare Champion, der für 2 Runden schlafen legen kann. Ich habe ihn schon mal im Gepäck, aber den muss ich hochziehen, wenn ich hier beim Sandteufel weitergehen will, weil dann kann ich den Sandteufel einschläfern, bevor der große Hit kommt, kann schon mal den ersten Schaden machen, im Idealfall sogar töten, bevor er aufwacht und mein gesamtes Team zerlegt. Andere Taktiken, gerade wenn ihr noch versucht hochzugehen, ist, ihr rüstet eure Champions oder ihr rüstet zumindest einen Wiederbelebungs-Champion mit Stone Skin aus, der überlebt diesen ersten Angriff, hebt das komplette Team auf und ihr habt dann noch ein bisschen Zeit, den Sandteufel auch zu besiegen. Also wir sehen 45 Sekunden, 39 sogar Bestzeit, nehme ich doch ganz gerne mit, aktualisiert mich dann noch ein bisschen in dem Leaderboard. Dann gehen wir mal zum Drachen. Ich erspare euch jetzt mal diesen Einzelkampf beim Drachen 25, 9 Minuten 23. Ja, ich könnte auch in 3 Minuten 24 farmen, aber am energieeffizientesten und auch für Turniere am effizientesten, für Dungeon-Taucher am effizientesten ist es immer Abschnitt 20 zu farmen. Wir haben hier einen Energiesprung von 16 auf 18. Wir sind diese 4 Sterne-Items los. Wir bekommen also nur noch 5 und 6 Sterne. Und den Drachen auf 20 farmen zu können, ist ein riesen Fortschritt. Wir haben im Augenblick sogar dreifach Chance auf Speedgear. Ich könnte meine Energie jetzt auch da reinstecken, wobei ich bei den Aufgaben tatsächlich weiterkommen will. Aber ich zeige euch jetzt mal einen Run. Das ist mein Standardteam, das ich gebaut habe, mit dem ich hier auch mit reingehe. Wie immer, mein Duo ist drin, Alice und Ugo. Ich gehe auf die Speed-Taktik. Hier bei dem Drachen hilft mir natürlich das Gift vom Kael auch ein wenig, aber auch Kael ist hier eher überflüssig. Bei den anderen Affinitäten, die ich gespielt habe, ist hier Ruella reingekommen anstatt Kael. Und Coldheart kann, wir sehen das jetzt hier in der Einstellung, beim Drachen vor allem, also hier Runde 1 kann ich noch den Herzsucher auch machen. Der regeneriert sich dann bis Runde 3 nochmal. Ich spare ihn mir in Runde 2 aber auf jeden Fall auf. Ich beginne mit der A1, weil ich möchte den Herzsucher ja machen, wenn auf jeden Fall Minus Defense drauf ist und im Idealfall, wenn dieser lila Balken drauf ist. Deswegen gehen wir hier mal bei dem Drachen auch mit rein. Wir sehen, es gibt erstmal Speed, Minus Defense kommt drauf. Kael pustet sie einmal an. Alice lockt dann alle Champions aus, dass sie faktisch erstmal nichts mehr tun können, macht den ersten Schaden, fop, fop, räumt dann auch noch ein bisschen auf und dann mache ich die erste Welle mal langsam fertig. Kael steckt ein wenig Schaden ein, Apotheker sorgt dafür, dass alle am Leben bleiben und der Apotheker von den Gegnern ist jetzt auch am Boden. Zweite Welle fängt an. Ich habe auch die A2 von Ugo limitiert. Die wird nur einmal gesetzt in Welle 1, damit sie auch wieder bereit ist für Welle 2. Das heißt, Minus Defense ist drauf. Ich bekomme damit die Welle relativ schnell auch durch. Kael ist so ein bisschen der Prellbock. Ihr könnt statt Kael hier auch Wukong nehmen. Auch Wukong ist auch ein super Prellbock. Sobald ihr da 3 Sterne drauf habt, ist das Schöne, dass er natürlich immer wieder aufsteht. Und wo ich das einsetze, da kommen wir auch noch gleich dazu. Dann bin ich hier beim Drachen. Wir machen einmal die A1 erstmal durch, beziehungsweise was an Skills auch da ist. Okay, der Heartseeker, der ging jetzt zu früh raus. Ich glaube, von der Einstellung, die ich hatte, es war eher noch für den Drachen 24 konfiguriert. Ich glaube, da hat es von den Geschwindigkeiten besser gepasst. Also jetzt gerade nicht ideal. Vielleicht ändere ich das dann auch noch, wenn ich anfange, den Drachen 20 zu farmen. Aber ihr seht, das ist nicht unsicher, das läuft stabil. Ich vermute mal, dass wir dann auch irgendwie unter 2 Minuten auf jeden Fall bleiben werden. Hier der Heartseeker beschleunigt das natürlich nochmal enorm. Der Drache kommt einmal dran, das sorgt auch dafür, dass das Gift wirkt. Hier, Alice macht noch ein bisschen Schaden und
Jetzt ist es gleich soweit. Zack, nicht Kael, nein, Königinnen-Tod. Wie passend, 1 Minute 37. Und damit kann ich den Drachen 20 farmen und damit bin ich die nächsten 4 Wochen fein. Ich werde natürlich schon im Hinterkopf behalten, wie komme ich hier auch in dem Hard-Bereich hoch. Aber was werde ich brauchen, um hier hochzukommen? Zum einen, Kael muss verschwinden. Ich vermute mal, auch Cold Heart bringt mir nichts, weil auch der Heartseeker nicht mehr so viel Schaden machen wird bei allen Bossen ab Stufe 20, sondern ich brauche hier vor allem Support. Ich brauche Champions, die glänzen, die auch Gift wegnehmen, die mehr heilen. Ich glaube, dass Aox eine sehr große, wichtige Rolle einnimmt und vielleicht Verderbenspriesterin. Das wären jetzt aus meinem aktuellen Pool 2 Champions, die mir auch bei dem Drachen auf Hard helfen und mich garantiert auch auf Abschnitt 6 bringen, vielleicht sogar noch weiter. Das ist natürlich die Zielsetzung in 4 Wochen. Bis dahin bin ich beim Drachen superglücklich. Gehen wir mal weiter zur Spinne. Bei der Spinne bin ich auf Abschnitt 18 gelandet. Das ist aber kein Level, was ich farmen werde. Wir haben den knackigen, weil Kraftaffinität 19 noch vor uns. Und das werde ich mit meinen aktuellen Champions nicht schaffen. Was brauche ich, um noch die 19 zu schaffen? Auch wieder mehr Stabilität, mehr Heilung, mehr Support. Und ihr merkt, da gibt es schon mal einen deutlichen Hinweis, in welche Richtung ich in den nächsten 4 Wochen meine nächsten 60er auch auswählen werde, um dann bei diesen Dungeons auch weiterzukommen, weil klar, das Ziel für Arbiter ist es, die Spinne auf 20 zu farmen und auf 18 haben wir jetzt die besondere Situation, dass Alice nicht mehr stark genug ist, um selbst mit Minus-Defense die Spinnlinge mit einer A2 wegzubekommen. Das war vorher noch der Fall, das hat bei 18 nicht mehr funktioniert. Und was passiert dann natürlich, wenn diese klassische Nuke-Taktik nicht mehr aufgeht? Es passiert, dass die Spinnlinge angreifen, sie suchen sich den Schwächsten aus, sie suchen sich ein Opfer aus, dann gibt es ganz viel Gift, das Opfer stirbt, es geht zum nächsten, der nächste stirbt und der ganze Run geht den Bach runter. Was war meine Lösung hier genau für Abschnitt 18? Was war der Trick, den ich angewendet habe? Ich habe ein Opfer mitgenommen und zwar Sun Wukong. Sun Wukong ist für die Spinnlinge immer Ziel Nummer 1. Warum? Er hat die schwache Affinität. Er ist Seele, die Spinne selbst ist Magieaffinität. Das heißt, er ist das erste Ziel von jedem Spinnling. 3, 4 Spinnlinge greifen ihn an, er hat ganz viel Gift. Nächster Spinnling kommt, er fällt um. Dann kommen vielleicht noch 2, maximal 3 Spinnlinge, die dann vielleicht auf eine Cold Heart gehen, ein bisschen Gift hinterlassen. Dann flop ist auch Sun Wukong wieder da und die nächsten Spinnlinge gehen wieder auf Sun Wukong. Und für diese Situation reicht der Heal vom Apotheker, reicht der Heal von Ugo, um einfach die Champions auf Stand zu halten. Rundenmeterkontrolle habe ich durch Cold Heart mit drin, ab und zu, also die Spinne kommt schon häufiger dran, zerlegt auch ihre Spinnlinge, heilt sich manchmal auch mit hoch. Das passiert schon, aber der Lebensbalken geht kontinuierlich runter, natürlich durch den Schaden von Alice, aber vor allem auch durch die Heartseeker und den Schaden, den die Cold Heart macht. Die Taktik also für Stufe 18 war es, hier den guten Sun Wukong einzusetzen. Die 18 muss ich aber gar nicht farmen, sondern der beste Abschnitt hier ist wieder Stufe 16. Wir werden so Belohnungen wie die Tränke los, wir werden Belohnungen wie grüne Splitter los, die gibt es ab 16 nicht mehr, also das ist ein Riesenvorteil zu Stufe 10 und das Ganze kostet 2 Energie weniger als 17 und 18. Wir haben Seelenaffinität, das heißt, wir farmen uns hier ganz, ganz entspannt durch. Und die Änderung, die habe ich jetzt mal schnell durchgezogen, statt Sun Wukong werden wir hier Ruella mit reinnehmen. Warum natürlich wieder? Ruella bringt hier ihre Minusgeschwindigkeit mit. Ich habe da noch den Rundenmeter-Boost auch noch mit rausgenommen, weil die A1 reduziert ja auch Rundenmeter. Das heißt, sie übernimmt hier auch nochmal eine Rolle von einem Armiger zum Beispiel, die man auch mit einem Armiger, auch mit einem ganz normalen Uncommon-Champion machen kann, den Rundenmeter unter Kontrolle zu halten. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, auch hier gehen wir mal ganz kurz rein. Die Energie investiere ich jetzt mal in das Video. Hier gestern war ja Wertung, deswegen zack, die Debuffs sind drauf, das ist super. Ugo braucht eigentlich hier gar nicht unbedingt die Minus-Def auf die Spinne, aber es hilft natürlich zum Abräumen der Spinnlinge, wobei Alice bekommt das auch so hin. Wir haben ja auch die starke Affinität im Vergleich zu den Spinnlingen. Also Alice geht hier ab wie Schnitzel. Wir haben den Heartseeker, Rundenmeter ist runtergesetzt. Und wenn wir uns das anschauen, hier das Rundenmeter wird wieder kontrolliert durch Ruella. Wir haben einfach den Geschwindigkeitslead durch den Rundenmeter-Boost, durch die Geschwindigkeit. Also der Apotheker sorgt dafür, dass wir so richtig ordentlich dabei sind. Königinnen tot, wir machen noch etwas mehr Schaden, noch mehr Rundenmeterkontrolle
Und wichtig ist es, so lange den Rundenmeter zu kontrollieren, bis der nächste Hardsieger kommt, denn der Hardsieger bringt den Rundenmeter wieder komplett zurück auf Null. Und das müsste jetzt, ich weiß nicht, diese oder nächste Runde, na, erst nächste Runde wieder der Fall sein. Ja, Ruella steckt jetzt Schaden ein, ist okay, auch wenn sie stirbt, ist nicht wirklich schlimm. Das Wichtigste war ein bisschen den Rundenmeter kontrollieren und vor allem am Anfang Minusgeschwindigkeit zu setzen. Ha, sie hat sogar überlebt. Jetzt kommt der Hardsieger und die Spinne liegt am Boden. 1 Minute 14 und ich bekomme auch 5 und 6 Sterne-Items mit raus. Ein Ogren-Banner, Genauigkeit, hat jetzt keine Geschwindigkeit drunter, deswegen nichts für Ugo, kann ich aber verkaufen und gibt 70.000 Silber und ich brauche Silber. Die Spinne also ab jetzt eine super Gelegenheit für mich, um auch Silber zu sammeln. Dann noch ganz kurz zum Eisgolem, aber den zeige ich euch jetzt auch nicht, weil 20, 7 Minuten 45 war sehr umständlich und den Eisgolem, wir haben ja ein Turnier starten. Ich werde aber dieses Turnier komplett ignorieren, weil ich keinerlei Mehrwert aus diesem Turnier habe. Wenn ich genug Teetassenpunkte habe, wenn ich diese 40 Punkte für die Teetassenturnier noch brauche, dann werde ich natürlich reingehen müssen in das Eisgolem-Turnier und werde dann auch die 16 farmen, aber noch nicht die 20. Die klappt noch nicht. Warum klappt sie noch nicht? Also ihr seht, ich habe hier schon mal etwas mehr Support auch mit drin. Ich habe eine Sabita drin, die auch notfalls jemanden mit aufheben kann, die mir auch noch Minus-Def gibt. Beim Eisgolem brauche ich eigentlich ganz dringend Minus-Attack. Ein kleines Problem, was ich für die Stufe 20 habe, für Minus-Attack baue ich ja AUX hoch. AUX, ich bin gerade noch ein bisschen am Bucken, mir fehlen noch ein paar Bücher. Warte ich jetzt auch auf den CVC, bis ich die epischen, die ich habe, auch mit reinstecke. Hat ja einen 3 Runden Cooldown, Angriffsverringerer, einen großen. Für den Clan-Boss super, für den Eisgolem schwierig, weil schwache Affinität. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Deswegen Eisgolem 20 ist schon noch eine Baustelle, um die ich mich kümmern muss. Und Ugo ist leider dumm wie Brot. Denn wir haben bei diesen zwei Dienern, die der Eisgolem mitbringt, ja einen, der Heilungsverringerer liefert und einen, der Minus-Defense verringert. Und Ugo haut, ich weiß nicht, das war glaube ich nicht immer so, aber Ugo haut bei mir einfach die ganze Zeit immer die A3 raus, einfach nur, wenn ein bisschen Leben fehlt. Und Ugo muss die A3 genau zu dem Zeitpunkt machen, falls beide Diener noch stehen, ein Heilungsverringerer gesetzt ist und der Minus-Defense durch den zweiten. Wenn Ugo zu dem Zeitpunkt den eigenen Cleanse einsetzt, dann kann ich den Kampf und auch wirklich sicher und sauber bestreiten. Ich muss einfach immer nur darauf achten, keine großen AOE-Angriffe, auf keinen Fall einen Herzsucher auf auch den Eisgolem direkt mit drauf pfeffern, denn der Lebensbalken wird sich so sehr runterbewegen, dass garantiert der harte Hit vom Eisgolem auch kommt. Also, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit und ich sag mal, der Eisgolem ist vielleicht sogar noch eine Idee, warum ich Petrifia doch noch auf 60 bringe, damit sie mir beim Eisgolem 20 auch helfen kann. Ich brauche für sie halt einfach eine höhere Seele, um auch mit der Seele eine Chance zu haben, den Angriffsverringerer hochzusetzen. Aber sie ist für den Eisgolem einfach deutlich besser als ein AUX. Aber der AUX selbst bringt mir viel mehr beim Clanboss, deswegen geht auch AUX hoch auf 60. Ja, soweit steht's beim Eisgolem, den werde ich sicher nicht farmen, wenn es nicht sein muss. Wer macht schon freiwillig Eisgolem, wenn es nicht sein muss? Was mache ich im Augenblick? Wo stecke ich meine ganze Energie rein? In den arkanen Burgfried. Und zwar bin ich in Abschnitt 20 gegangen. War vielleicht ein Fehler, jetzt gehe ich nur noch in Abschnitt 15. Warum mache ich das? Ganz, ganz kurz. Wir sind bei diesen Aufgaben in der Situation, dass ich 10 von diesen großen, gigantischen Tränken zusammenschmieden muss. Das bedeutet natürlich, also Stand jetzt fehlen mir noch 7. Das heißt, ich brauche 70 mittlere Tränke zum Hochschmieden plus Silber. Wenn wir hier einen Blick drauf werfen, dann seht ihr, ich habe so gut wie gar keine mittleren Tränke. Ich habe aber 42 dieser großen. Warum? Aus irgendeinem Grund auf diesem Account ist Stufe 20 gesegnet. Stufe 20 lässt nur große fallen, so gut wie überhaupt keine mittleren. Ich konnte das nicht glauben. Ich bin immer auf Stufe 20 gelaufen, also bestimmt 300, 400 Energie. Und schaut euch das an. Ich habe 42 große Tränke. Ich glaube, die nächsten 2 Monate muss ich mir nie mehr Gedanken um große Tränke machen. Davon habe ich mehr als genug und ich muss sogar noch 7 mir zusammencraften. Bin also damit bei 50 von diesen großen Tränken. Also das haut mich um. Das ist tatsächlich kaum zu glauben. Da bin ich aber daran, da geht jetzt die Energie auch rein, denn wir haben als nächstes bei den Aufgaben das Ganze nochmal mit dem Seelenburgfried, also vor allem das Farmen des Seelenburgfrieds ist ja auch zeitlich limitiert
auf den Tag, an dem auch das Dungeon offen hat. Der Seelenburgfried hat am Montag offen. Das heißt, ich muss das mit dem Schmieden der arkanen Tränke heute am Samstag oder am Sonntag, idealerweise notfalls natürlich auch noch ein bisschen am Montag, geht ja dann auch, dass ich diese Aufgabe am Montag erfülle und danach noch diese Seelenaufgabe und 10-mal da reinlaufe. Es haben sich 600 Juwelen angesammelt. Das sorgt natürlich dafür, dass ich eine gewisse Flexibilität habe, wann ich welche Energie auch mit einsetze. Und ja, ein paar rote Punkte sind da. Das Video dauert schon lange genug, aber ich möchte euch an Tag 30 mal so einen Komplettüberblick auch geben und gerade wie ich die Dungeons auch mit angegangen bin. Wenn ihr wissen möchtet, wie noch bestimmte Champions aussehen, wenn ihr wissen möchtet, wie ich etwas anderes im Augenblick auch mache, schaut gerne bei mir auf dem Discord vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Fragt auf dem Discord, da kann ich viel einfacher irgendwelche Bilder posten, auf eure Wünsche eingehen oder kommt natürlich auch zu mir in den Stream. Normalerweise Montag, Mittwoch und Freitagabend bin ich am Streamen, meistens dann nach 20 Uhr, 20:30, 21 Uhr, dann ungefähr bis Mitternacht, 1 Uhr bis zum Reset. Das ist so die Standardzeit und dann variiert es noch ein bisschen außenrum. Da kann ich auf jeden eurer Wünsche eingehen. Wie gestern zum Beispiel, da kommt einfach, okay, kannst du mir mal dein Geo zeigen? Wir gehen auf den Geo ein, wir sprechen über den bestimmten Champion. Also dann können wir wirklich miteinander interagieren. Was natürlich auch immer der Fall ist, alle 15 Minuten, zumindest wenn ich dran denke, jetzt während der Aufnahme habe ich es zweimal vergessen, hier kostenfreie Gegner, einfache Gegner rauspicken und dann schnell ein paar Marken sammeln, denn das Ganze gibt 4 Marken, wir sehen es, 4 Marken. Und die große Halle muss für die Arbeiteraufgaben weiter ausgebaut werden. Wir brauchen noch 2700 Marken. Das heißt, wir müssen ja die große Halle auch noch auf Stufe 8, 9 und 10 ausbauen, also 800, 900 und 1000 Marken investieren. Und immerhin habe ich schon mal 44 von diesen 2700. Also das ist noch ein regelmäßiges Gegrinde, alle 15 Minuten mal schauen, ob neue Gegner da sind. Das ist natürlich ein Zeitinvest, den man normalerweise, gerade wenn ihr gemütlich unterwegs seid, nicht habt, aber ihr seid ja dann auch nicht in einer Challenge mit drin und versucht möglichst schnell, möglichst viel zu erreichen. Deswegen mache ich das für euch, damit wir uns das in diesem Video gemeinsam auch anschauen können. Und was wir uns jetzt gemeinsam anschauen, ist natürlich jetzt der Splitterpull. Wofür pullen wir? Wir pullen für diesen Champion-Jagd-Wettbewerb. Wenn wir da mal einen Blick drauf werfen, 530 Punkte sind schon mal rausgekommen. Zum einen durch Morak, habe ich gestern dann auch aus den Plarium-Play-Punkten auch mit rausgezogen. High Cartoon hatten wir am Anfang drüber gesprochen. Und dann habe ich noch ein paar grüne Splitter aufgemacht, weil ich einfach ein bisschen Food gebraucht hatte. Also 530 sind schon da. Wir brauchen auf jeden Fall 1150. Also ich hoffe mal nicht, dass wir eine reine blaue Wand ziehen bei den lila Splittern, weil dann kommen wir noch nicht hin und müssen auch noch was anderes öffnen. Und das bedeutet natürlich 50 Teetassenpunkte. Das ist das Ziel, was wir erreichen. Angenommen, wir sind super lucky, ich weiß es nicht. Dann, und wir nähern uns diesen 3000. Schauen wir mal. Wir brauchen bei diesem T-Event noch 160 Punkte. Denn natürlich möchte ich das Katzenauge erreichen. Ein absolut mega tolles Relikt. Wir nehmen das legendäre Buch natürlich noch mit, wobei ich im Augenblick meine legendären Bücher spare und nicht mehr die letzten 2 in Alice gesteckt habe. Und ich hoffe darauf, noch einen anderen guten legendären zu bekommen. Lugan wird keine Bücher bekommen. Er hat keine wirklich wichtige Rolle bei mir. Wukong auch nicht. Er wird bei mir auch keine Bücher bekommen. Das heißt dann, diese 4 legendären Bücher, die stehen mir zur Verfügung, wenn ich jetzt vielleicht jetzt einen guten legendären ziehe. Hier startet dann auch die Marke für den Splitterpull. Wir machen auf jeden Fall jetzt diese 7 leeren Splitter auf. Wir haben zum Glück gerade so genug Silber, ist ja immer knapp. Wir haben noch 25 Plätze bei uns mit drin. Wir haben einen Traum. Was möchte ich natürlich? Ey, einfach, ich bin offen. Cold Heart habe ich schon, Cold Heart brauche ich nicht, Bellower habe ich schon. Ich glaube, was richtig, richtig gut wäre von den seltenen Champions, wäre eine Reliquie. Denn also eine Reliquie bringt nicht nur eine Heilung mit, sondern sie bringt einen Full Cleanse mit und ist damit auch eine extrem gute Alternative zu Sabita. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ärgere ich mich gerade ein bisschen dran, dass ich meine seltenen Bücher in Bellower auch mit reingesteckt habe. Jetzt hier bei dem letzten Trainingsevent. Weil angenommen, ich ziehe eine Reliquie, die braucht auch einige Bücher. Aber schauen wir mal. Wir gehen rein, 7 leeren Splitter, kein 10er-Pull, auch wenn es mir Spaß macht. Aber wir schauen uns das Ganze schön einzeln an. Wir haben eine Zweifach-Chance, also 16% Chance auf epische,
1% Chance auf einen legendären und einen Ochsen will ich nicht haben. Das ist einfach ein Dreier Chicken. Hilft mir natürlich auf dem Weg zum nächsten 60er. Hier eine Dolcet ist ein sehr, sehr guter Champion tatsächlich. Bei den Bewertungen, also man sieht's, die sind ja alle zurückgesetzt worden. Bei den Fraktionskriegen super, definitiv. Also ich würde bei den Fraktionskriegen wahrscheinlich sogar eine 5 geben. Es gibt bei den Bannerlords nicht viele Champions, die Minus-Dev auf AOE geben können und sie macht das. Zwar nicht mit 100%, aber sie ist ja selten. Wir haben eine 75% mit Mastery, also 80% Chance, einen Dev-Verringer zu setzen und das in Void-Affinität. Also das ist schon richtig gut. Hier ist es auch noch Angriffsverringerer auf Single-Target drauf. Also der Rest ist so lala. Wichtig ist die A2 und damit ist sie ein super Champion für die Fraktionskriege. Die werde ich behalten. Die werde ich definitiv nicht verfüttern. Ich brauche einen epischen. Oh, wieder ein sehr guter Champion, eine abtrünnige. Damit lässt sich natürlich in Dungeons, in Wellen sehr viel Spaß machen, wenn man ein dazu passendes Team hat. Was zeichnet sie aus? Vor allem hier die A3 setzt die Abklingzeit aller verbündeten Fähigkeiten um 2 Züge zurück. Das heißt, man kommt halt wirklich super schnell mit den anderen Fähigkeiten auch wieder dran und das ermöglicht dann extrem schnelles Wellenclearing, weil gerade der Minus-Defense, den man setzt, der oft einen 3 Runden Cooldown hat, man setzt ihn 2 Runden zurück, man geht in die nächste Welle, der eine Runden Cooldown passiert automatisch. Das heißt, ich habe sofort den Minus-Defense auch wieder da und ich kann die zweite Welle dann auch sofort glatt machen, wenn dann entsprechende Schaden dazu passt. Hat an sich einen 7 Runden Cooldown, wenn gebuckt 5 Runden Cooldown. Realistisch habe ich die Bücher nicht, würde ich dafür auch nicht einsetzen. Es wäre eher so ein One-Time-Usage in einer Welle. Werde ich auch nicht verfüttern. Super Champion. Aber wir brauchen einmal episch. Ah, der, also ich ziehe die besten seltenen Champions, die es gibt, aber ich habe schon einen Mordbrüller und zwei, ich meine, ich packe zwei, wenn ich es möglich machen kann, in Stunset auch für die Fraktionskriege und dann haben die beide zusammen ganz viel Spaß. Werde ich wahrscheinlich auch nicht verfüttern, aber wir brauchen für die Championjagd noch einen epischen. Einen einzelnen epischen. Inzwischen, oh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Eine Nia. Oh, Nia ist natürlich auch ein spannender Champion. Wir haben es ja mit den Zurücksetzern. Ich spiele nie auf dem Hauptaccount in meinem Trunder-Team tatsächlich, weil sie hat auf der A2 zum einen die Fähigkeit, bei einem Zielverbündeten alle Debuffs runterzunehmen. Ist manchmal ganz gut gegen diesen True 4, wenn er drauf gelandet ist, diesen Champion auch zu heilen, aber vor allem die Abklingzeiten für diesen einen Champion um 2 Züge zu verringern. Also sie macht eigentlich das, was eine Abtrünnige macht, auf einen 5 Runden Cooldown für alle macht sie auf einem Champion mit einem 3 Runden Cooldown dafür. Sie kann auch heilen. Was ganz spannend ist, auf der A1 hat sie eine wirklich gute, solide Chance, wenn gebuckt. Und das ist natürlich auf dem Account ein Problem. Aber wenn gebuckt, 50%, 55% mit Mastery, einen Geschwindigkeitsverringerer auf alle Gegner zu verteilen. Und das ist schon auch ein Skill, den kann man zum Beispiel bei der Hydra pauschal gut einsetzen. Auf der A3 kommt dann, wenn es gebuckt ist, auf 3 Runden ein Verbündetenschutz mit leider nur der kleinen Stärkung auch mit raus. Also wenn das hier die große Stärkung gewesen wäre, wäre das super. Und genau dieser Verbündetenschutz ist natürlich ein super duper Skill für den Clan-Boss. Und ich bin ein bisschen am Überlegen, ob Nia bei mir vielleicht hoch priorisiert wird. Was meint ihr? Also ist Nia für den Account ein Champion, den ich bauen sollte? Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, weil Verbündetenschutz ist sehr wichtig. Sie kann heilen. Sie kann mir wichtige Skills auch zurücksetzen, gerade Damage-Skills, die ich vielleicht auch habe von einem AOX, den Heal. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auf Auto ein bisschen schwierig ist, aber auf manuell sollte es definitiv gehen. Wann immer dieser Champion geheilt wird, werden alle Verbündeten dann auch noch zusätzlich um 20% geheilt. Also ich habe hier einen sehr guten Heiler und Supporter. Mal schauen, sie ist beim Dämonenlord nur mit 4,1 bewertet. Aber also die 4 hat sie definitiv verdient, meiner Meinung nach. Sie ist schon gut. Klar, Minusgeschwindigkeit bringt gar nichts, also sie wird keinen Schaden machen, aber als Heiler und Beschützer ist es vielleicht sogar möglich, dass sie eine Ugo ersetzt, weil bisher heile ich mich ja über das Entziehen. Das Entziehen von Ugo auf der A1 ist aber leider nicht zuverlässig. Minus Defense liefert mir Ruella im Augenblick. Und wenn ich mir überlege, AOX reinzunehmen, plus jetzt vielleicht eine Nia und Nia sorgt über den Verbündetenschutz, hier die zusätzliche Heilung, damit kann ich ja auch den Heal von AOX wieder zurücksetzen, um mich noch mehr zu heilen.
Ich glaube, das ist stabiler, als wenn ich ein Entziehen setze. Also, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Nia bei mir eine hohe Priorität bekommt. Gut, für die Championjagd sind wir gut unterwegs. Schauen wir mal, ich bin schon mal zufrieden mit dem Puls. Ein Traum wäre es natürlich einfach mal so 'n Brecher-Lecki zu ziehen. Ey, irgendwer bei uns in der Challenge, ich hatte in der Siege dagegen gespielt, hatte sich 'ne Siphi gezogen. Wäre schön gewesen, aber nein, stattdessen kommt noch zweimal Futter hinterher. Mal schauen, wo landen wir jetzt bei der Championjagd? Wir sind in Summe bei 1.001, okay, ich glaube, den letzten hat er noch nicht mitgerechnet, weil es waren 1.150. Also 1.180 Punktelandung. Wir schnappen uns noch die Teetassenpunkte und sind damit beim Teetassen-Event auf 890. Wir müssen uns noch 110 Punkte schnappen. Es gibt genug Events, bei denen wir das tun können. Von diesen 110 Punkten kommen 30 hier raus. Das heißt, ich brauche noch 80 Punkte. Die 80 Punkte kann ich jetzt entweder mir hier aus dem Dungeon-Taucher holen. Das ist im Prinzip einfach Energie, die ich irgendwo reinstecken muss, wobei mir da tatsächlich die Energie gerade ein bisschen schade, die ich in den arkanen Dungeon auch mit reinstecke. Also, diese 80 Energie, die wären halt super, aber da müsste ich Dungeons laufen. Oder ich gehe hier noch mal mit rein. Hier warten ja auch noch mal 50. Ich glaube, es wird so eine Mischung sein. Ich glaube, ich hole mir die 50 hier noch aus diesem Artefakt-Event. Das Schwierige ist natürlich, dass sowohl Dungeon Taucher als auch dieses Ausrüstungs-Event morgen schon auslaufen. Und ich glaube, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, muss ich umpriorisieren und ich darf es mir nicht erlauben, jetzt diese Mission hier weiterzumachen und mehr in diesen arkanen Dungeon auch reinzugehen. Das Problem ist, der Eisgolem, der kommt, der wird nur 40 Punkte mitbringen. Und wenn ich 40 Punkte plus 30 Punkte, das sind halt 70 und 70 sind bekanntlich weniger als 80. Das heißt, ich muss mir diese 30 definitiv holen und ich habe dann 2 Alternativen. Entweder ich mache noch mehr Dungeon-Taucher und gehe auf diese 3.950 oder ich gehe noch mehr auf die Artefaktverbesserung, was dem Account schon mehr bringen würde und hole mir diese 50. Dafür fehlt mir aber Stand jetzt eine ganze Menge Silber, die ich wieder aus den Dungeons auch mit raushole. Puh, ich werde da jetzt ein bisschen drüber nachdenken, wo die restliche Energie reingeht. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich Dungeons farmen werde und vielleicht gehe ich sogar hier in dieses Ereignis-Dungeon auch mit rein, denn hier droppt natürlich Pinpoint Gear, das ist super. Wir werden auch mal schauen, vielleicht kann ich hier auch mit hoch aufschließen auf den guten Bront, der auf Abschnitt 19 ist. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal probieren. Gut, und damit das Video nicht eine Stunde überschreitet, höre ich jetzt, glaube ich, auf. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt viel Spaß mit Raid. Habt viel Spaß im Leben. Ciao, ciao. Euer Bone.